Es war 10 vor 5 Uhr. Der Camping hat hier am 7. zugemacht. Und durch das haben wir ein bisschen Bange gehabt, ob das wirklich reicht. Und darum habe ich dann vorgeschlagen, ja, dann schließt du an und fragst, was... Nein. Wieso? Kein geiles Durchlaufen Roaming, wenn ich nicht muss. Doch, mach das. Oder ich zahle es, dann dich an. Guten Tag, wir reisen bei Ihnen heute an auf Valentin. Ja. Wir sind ja mit dem Fahrrad unterwegs und es scheint so, als kämen wir ein bisschen später als 19 Uhr. Ist das schlimm? Nee, habt ihr, kannst du auf deine E-Mail-Adresse schreiben? Ja. Okay, dann schicke ich dir gerade eine E-Mail für eine spätere Abreise, ja? Das ist gar kein Problem. Super. Ja. Dann wünsche ich euch noch eine gute Fahrt. Was ist dann das Späteste? Ihr könnt kommen, wann ihr wollt. Ihr seid ja eh mit dem Fahrrad, ihr müsst ja nicht im Auto noch vorbei. Ja. Bis später. Eine gute Fahrt. Okay, super, wir sind gerettet. Aber das hast du ja eben gemeint, mit sie sind modern. Ja, Sie haben ein System mit QR-Code oder so. QR-Code oder dann macht die Tür auf so irgendwie. Ja. Boah, ey. Ey, man hat es selig So, gefahren. lass mich noch mal 5 Minuten liegen. Ich habe noch nie wirklich so telefoniert im Ausland, ich habe das noch nie gebraucht, ich habe noch nie so eine Situation gehabt. Und ich habe gedacht, jo, was bringt das? Hey, weißt du, für euch Zuschauer ist das vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, komisch und da so Stimmungsschwankungen gesehen. So. Aber es ist halt einfach, in einem Moment habe ich das Gefühl, die Welt geht unter, wir schaffen es nicht. Und jetzt ist wieder so geil, zum Glück macht die Tour. Alter. Ja, gut investiert Hey Leute, boah, es hat gerade ein bisschen Gegenwind. Ich bin komplett durch. Ich bin aber gut gelaunt, einigermaßen. Aber, also, sorry Valentin, aber durchfahren kann ich nicht mehr. Ich brauche vorne eine Pause dann. Deutschland, Deutschland. Sogar mit Bundesadler, ist nicht illegal. Ich habe mich selber schon Ewigkeiten nicht mehr so erlebt. Mein gutes Leben ist aus der Puste. Ja, Tatsache. Ich bin normal, ich bin einer, der Kilometer machen und sportlich ist, aber Alter, was haben wir da weg? 14 Tore! Natürlich, aber gemächlich. Aber eben, die Fahne hier, die ist ein bisschen illegal, vor allem mit dem Bundesadler. Wir dürfen die nicht wehen lassen, eigentlich im Garten. Wir denken, das ist offiziell die Behörde. Nein, das sind wir manchmal ein bisschen aufgeregt, aber ich denke, hinterher werden wir sagen, ja, Ich glaube, es gehört dazu. Ich glaube, es gehört dazu. Ja. Und ich glaube auch wenn wir nur 100 Kilometer am Tag machen würden, jeden Tag, immer, wir würden trotzdem, am ersten, zweiten Tag wären wir trotzdem, hätten wir auch Stress gehabt. So. Weil sind wir eher am ersten 10 los würden, ich glaube, wir hätten genau das gleiche Problem. Ja. Wenn wir dann einfach zu langsam wären. Ist auch eine Ansicht, ja. Was ich halt Dann denke, wäre dann cooler. was ich halt immer denke, ist so, schau, die Erfahrung, die wir hier machen. Ich meine, einerseits sind wir auf allein gestellt, oder? Aber dann halt auch, dass du hast das Problem, du bist psychisch komplett angeschlagen, aber du hast eine Mission und du musst weitermachen, Ja. das zu überwinden. Ich weiß nicht, wie du das daheim willst schaffen. Nein. Und ich denke, das fördert extrem so das selbstständig sein oder irgendwie. Es gibt Erfahrungen halt, die man sonst nicht hat. Ja, das ist definitiv eine kleine Prüfung für uns, dass wir das auch können. Das Ganze jetzt da. Ja. Ja, hey, also ich muss es jetzt, dass der Zuschauer wissen, ob es überhaupt hört. Es ist das erste und das längste Mal, wo ich ohne meine Eltern allein, beziehungsweise halt mit einem Kollegen in der Ferien bin. Ja, ich bin noch nie so lange weg gewesen. Von daheim ohne meine Eltern. Schon krass. Für mich persönlich. Also hast du ja gerade gesagt. Oh, schick! Die S-Bahn. Erinnert ein bisschen an die Appenzellerbahn. Aber die ist Schmalspur. Ja. Oh. Es fühlt sich geil an, dass wir bald angekommen sind, aber es fühlt sich beschissen anstrengend an. Ah! Miguel, am Schluss lohnt es sich. Hey. Natürlich! Die ganze Tour lohnt sich. Man muss kurzzeitig leiden, aber auf lange Zeit lohnt es sich nur. Meine Beine! Du weißt nicht, was das für Schmerzen sind. Hey, ich habe gar nicht weh dabei. Wie, Die Schmerzen, die ich habe, ist ganz ein bisschen am Body. wie machst du das? Du isst? Aber ich habe nur gestern genau das Gleiche gehabt. Das habe ich mir noch mal
Valentin, wie machst du das? Du isst weniger als ich, du trinkst weniger als ich, du hast weniger Schmerz als ich. What the fuck? Du hast mehr Energie grundsätzlich. Wie machst du das? Morgen ich Velo fahren. Ich meine, ich habe auch mehr trainiert als du. Ich fahre viel länger so lange Distanz. Ich habe schon öfters so lange Distanz gemacht. Du bist da wirklich einfach der geborene Velofahrer. Aha. Ich habe mein Talent bis jetzt noch nie entdeckt. Ja, meinst du gerade an? Ja. Oh. Einfach mal rollen lassen. Das ist herrlich. Ah, da vorne! Ja! Ja! Jawohl! Ah, wir haben es geschafft! Also, wir sind uns zwar noch nicht bei den Kollerinseln. Wir haben dann also Essen gekauft und Valentin hat sich dann anschließend noch eine Klasse gegönnt. Miguel war das Ganze ein bisschen zu kalt und deshalb hat er sich eine schöne, heiße Milch gegönnt. Das geht. Mein Schlafsack ist von 0 Grad ausgelegt. Ja, meinen auch. Es ist mehr so Aufwachen am Morgen und dann das Aufstehen und dann reinschießt. Wenn uns halt richtig in den Arsch kicken am Morgen. Ja, jetzt, also ab jetzt ist der Weg zum Camping. Ja. Nachher morgen fahren wir dort. Was wir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht gewusst haben, ist, dass uns die Kollerinsel echt auf die Probe stellen wird. Die in einer Minute schließt. Hier halten, einchecken. Ja, ich glaube, die haben es zugemacht. Also, wir sind hier auf dem Camping Kollersee, unserem zweiten Camping. Wie ihr seht, es ist schon geschlossen, aber wir haben uns gemeldet heute Nachmittag, etwa kurz vor der 5. Und fragst, was Nein. Wieso nicht? Kein geiles durchlaufen, Roaming, wenn ich nicht muss. Und sie haben hier irgendjemand jetzt in einem Zahlenschließfach Schlüssel und den Badge von uns mit WC gekommen. Geil. So, was steht auf dem Gescheiterplan? Sie haben hier gemacht, freie Platzwahl hier. So wahrscheinlich sind der Einzige. Boah, ich finde es gerade richtig chillig. Und das Ding ist, gestern, als wir angekommen sind, bin ich so richtig so fuck off die ganze Welt. Und jetzt bin ich ein bisschen so geil. Trotzdem, ich bin todmüde, ich bin so erschöpft. Ey, aber weißt du, was ich zuerst mache? Komm, wir gehen zuerst schnell zum See schauen, falls er offen hat, dann springe ich rein. Trotzdem, ich bin todmüde, ich bin todmüde. Alle ernst? Ja, Okay. aber nur wenn er offen hat. Okay. Liebe Zuschauer, der wahre Grund dafür ist Content. Nein, aber schau, weißt, wenn wir jetzt um 6 Uhr da wären, dann wäre es noch ein bisschen chillig, noch ein bisschen rumlaufen. Weißt, das stelle ich mir so als perfektes Leben vor. Aber es ist halt nicht immer alles gut im Leben. Es ist nicht immer alles gut im Leben. Das ist krass, ich sehe einfach alles. Krass. Liebe Freunde, jetzt machen wir noch eine Challenge, die wir bekommen haben am Mittag. Durch unseren Rückblender. Sucht euch eine geeignete Stelle und grabt ein knietiefes Loch am Strand. Das heißt, ihr müsst mindestens bis zu den Knien darin Platz haben. Nein! Ihr dürft kreativ sein, was die Hilfsmittel angeht. Allerdings ist es nicht erlaubt, eine Schaufel zu benutzen. Also, wie schlimm ist es jetzt, wenn es tiefer ist als knietief? Ich glaube, das ist nicht schlimm. So, passen da schon beide Knie drin? Nein, Knietief, ich glaube, es reinstehen, weißt du, mit den Füßen. Das ist ein falsches Knietief jetzt verstanden, glaube ich. So, also stellen wir mal da drin. Ich glaube, Nein. Challenge Maker. Ach so, knietief! Ja. Ah, ich habe gemeint, so. Leute, das ist ja richtig tief! Ja, ich weiss auch nicht, was sie sich gedacht haben dabei. Ich habe gemeint, das ist so ein bisschen tief. Jetzt fängt es auch noch an regnen. Oh, ich habe gemeint, ich habe die Challenge gerade. Ah, shit. Zur Information, wir haben 2 Leute aus unserer Klasse engagiert, Ja. um uns die Challenge zu machen. Ich im Voraus gemeint habe, es wird weniger anstrengend, aber hier war Einblick. Es ist ein bisschen anstrengender als gedacht.
Muss sich auch verdienen, nach Bunden zu kommen. Miguels Leben ist aus der Puste. Aber es fühlt sich beschissen anstrengend an. So, das Finale. Ja, ist gut. Ich glaube, jetzt hast du es wirklich. Ja, das ist Wow! So, gut. Jetzt kommt das Lustigste. Du vergrabst dich jetzt noch ernsthaft. Jetzt grabt er sich noch ein. Nein, Miguel, du musst noch nicht vor uns gehen. wow! Wow, 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 wow! Okay. Okay, let's go! Let's go! Jetzt muss ich da irgendwie rauskommen. Ah, Ja, jetzt kannst du dich gerade reinigen. let's go! Alter! Alter, zieht's durch! Wow! Es ist mitten in der Nacht, ich bin im See vom Kalersee am Baden. Wir sind draußen, das Wassertemperatur ist sehr schön, 5 Grad, Freunde. Und draussen hat es etwa 15 Grad. Let's go! Hey, aber du bist krass, Miguel, echt Props an dich. Warte schnell. Das hast du verdient. Oh, jetzt taucht er noch ab. Okay, komm. Babu, 2023 kann starten! Ah, also das hättest du vor 2 Tagen angefangen. Hey, Miguel, echt Props an dich, dass du das jetzt durchgezogen hast. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. So, hier ist schon der erste Gegenstand für heute. Nämlich meine Badhose und das Badtüchlein. Und was ich sonst noch alles dabei habe. Komm, ich zeig's euch. Das hier ist auch Thema Regenschutz für über den Fuß, also über die Schuhe. Mein Tipp, kauft genug Essen. Ich habe so einen Sack, diesen Sack hier. Das sind so Sachen, die ich während dem Tag brauche. Also Wechselkleider. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir extrem viele Sachen dabei gehabt. Der Miguel hat über 20 Minuten gebraucht, um all die Sachen zu zeigen, die er dabei hatte. Darum habe ich mir jetzt dazu entschieden, ein extra Video zu machen und das kommt dann auch demnächst online. Und dann hat der Miguel wieder angefangen, zu meckern wegen der Zeit. Ich habe das Gefühl, wir sind heute 8:45 los und hier am 8 Uhr eingetroffen. Das sind 11 Stunden unterwegs sein. Wenn wir jetzt noch Höhenmeter dazu rechnen, sind wir locker 12 Stunden unterwegs. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht vor den... Wenn wir morgen wieder 9 Uhr losfahren, wir sind nicht vor den 9 Uhr da. Für mich ist wirklich, also ich habe jetzt heute am 8 Uhr schon wieder den Sport gefunden, aber das Ding ist... Es geht ja. Es ist jetzt schon gegangen, aber ich würde halt eigentlich... 6 Stunden Schlaf ist schon okay, aber ich hätte schon gerne 7,5. Jo. Anyway, ist halt jetzt so für die eine Woche. Es geht nicht anders. Das kann man jetzt nicht anders ändern. Wir können gerade nur am Faktor Schlaf an Zeit sparen, sonst kann man nicht sparen. Ja. Also ich bin ganz... Ja, also ich wünsche mir, dass es so ist, wie es der Valentin sagt. Aber ich habe halt so meine Bedenken. So, Amen. Ja, hoffen wir. Schauen wir, was wir uns oben sagen. Was wir aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst haben, ist, dass uns der nächste Tag wirklich auf die Probe stellen wird. Das ist ein fucking scheiß Abenteuer. Ich glaube, das war einer der schlimmsten Tage. Tut mir leid, ich muss verpennen. Es ist Sonntag, das ist der Scheiß. Wir haben gerade ein massives Essensproblem. Und das